bleibt, man wird sofort gefressen von den ganzen Insekten hier. Wasser mitnehmen, wo immer es geht. Oben kommt erst noch. Was steht denn da im Weg? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier noch an der Enz in Höfen und starte heute meine zweite Tour meines spontanen Campingtrips. Fahre diesmal die kleine Enz entlang über irgendeinen schönen Aussichtspunkt und gehe dann über Neuenbürg zurück zum Campingplatz. Ja, der erste Teil der heutigen Route war der gleiche Weg wie gestern. Also bin an der Enz entlang gefahren. Aber wenn man stehen bleibt, man wird sofort gefressen von den ganzen Insekten hier. Ich wedel deswegen ab und zu mal durchs Bild. Dann kam ziemlich gleich der Abzweig. Ich bin jetzt bei der kleinen Enz und fahre die entlang. Das ist ein bisschen schottriger Weg. Es geht gemächlich nach oben. Von daher funktioniert es bisher noch. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so geht. Geschlafen heute Nacht habe ich schlecht. Denkt dran, wenn ihr ein Zelt aufbaut, guckt, dass es eben ist. Ich habe so schräg unter dem Baum keine Möglichkeit gefunden und wenn man mal schräg liegt und immer von der Matratze rutscht, ist es kein erholsamer Schlaf. Also heute habe ich richtig Rücken, gestern war es nur ein bisschen Rücken, aber ich vertraue da auf meine bequeme Liege, die Rücken wegmacht. Es fühlt sich jetzt auch nach ein paar Kilometern schon deutlich besser an als heute Morgen. Und so gehe ich optimistisch in den Tag. Wenn ich auch denke, dass der Weg mir wieder einiges abverlangen wird, denn es ist jetzt schon richtig warm. Ja, ich habe etwas mehr zu trinken heute dabei. Und im Moment ist es etwas schottriger der Weg. Ich bin optimistischer als gestern, da war ich eher vorsichtig. Schauen wir, was der Tag bringt. Das war nett. Ich bin gerade durch den Campingplatz durchgefahren. Der Campingplatz Klein-Enzhof klingt klein, aber ist riesig. Soweit ich das Areal überblicken konnte, ziemlich lang gestreckt. Ja, ziemlich viele Plätze für Dauercamper und auch für Touristencamper. Und auch natürlich gut was los. Auf dem Radweg dagegen, von der Kleinen Enz, ist gar nichts los. Also mal wieder 2, 3 Wanderer oder Spaziergänger eher. Wahrscheinlich vom Campingplatz aus, die hier unterwegs sind. Aber Radfahrer habe ich hier noch gar keine gesehen. Ich habe es herausgefunden, der Weg, auf den ich nachher will, ist der Schwarzwald-Höhenweg. Dazu dann später mehr. Wenn ich eins gestern gelernt habe, dann Wasser mitnehmen, wo immer es geht. Man kann nie zu viel haben. Stimmt nicht ganz, man kann noch zu viel mitnehmen. Man muss ja schließlich alles mit sich herumtragen. Aber die Flaschen sollten immer voll sein, wenn man irgendwo an einem Brunnen vorbeifährt.
Jetzt beginnt der Ernst der Etappe. Ich muss jetzt 200 Höhenmeter am Stück hoch. Wenn ich richtig geguckt habe, ist das alles asphaltiert. Drückt mir bitte die Daumen. Die gute Nachricht, es ist asphaltiert. Die schlechte Nachricht, es ist eine Straße mit Autoverkehr. Dass ich mich die Straße hier hochgequält habe, bedeutet natürlich auch, dass ich die kleine Enz verlassen habe. Bin jetzt mittlerweile deutlich höher und die Straße war auch irgendwann für mich zu Ende, weil das eine schöne Parallelstraße existiert. Die hat zwar Leitplanken, Begrenzungspfosten, ist wohl auch Autoverkehr. Allerdings ist es bereits der Schwarzwald-Höhenweg Mitte, wie ich jetzt nachgelesen habe. Das heißt, ich bin hier schon richtig, aber noch nicht oben. Oben kommt erst noch. Und dann würde ich mich über eine kleine Pause freuen. So ein bisschen Mittagessen. Tja, kaum gesagt. Jetzt bin ich weg von der Straße auf einem geschotterten Waldweg. Aber nur noch wenig Steigung und ich bin schon bald am höchsten Punkt. Das kriege ich jetzt auch noch hin. Ich bin am höchsten Punkt vorbei. Und keine Hütte in Aussicht, nicht mal eine Bank. Dabei hat sich meine Magensäure bereits darauf eingestellt. Ja, es geht jetzt bergab. Ich fahre jetzt einfach so weit, bis die nächste Sitzmöglichkeit kommt. Es ist ja nicht so, dass ich hier keine Sitzmöglichkeit dabei hätte. Das ist ja jetzt praktisch am Liege-3-Rad, aber ja, ich hätte gerne ein schönes Plätzchen für mich. Also suche ich mal weiter. Gerade eben habe ich eine Straße tangiert, die geht genau dahin, wo ich will, mit einem wunderbar ausgebauten, frisch geteerten Radweg nebendran. Aber der Höhenradweg geht da nicht entlang und ich möchte jetzt nicht abkürzen auf so einem simplen Radweg. Deswegen habe ich mich dafür einen Wald entschieden und mache jetzt den Bogen außenrum, der als Höhenradweg ausgeschildert ist. Und überraschenderweise ist es kein Waldweg mehr, er ist auch asphaltiert. Schön. Und ja, es geht leicht bergab. Aber ich habe immer noch keine Bank in Aussicht. Vielleicht muss ich mir einfach mal ganz fest eine wünschen. Ich hätte gerne eine Bank. Der Wunsch nach einer Bank wurde mir mit Ungewissheit beantwortet. Ja, eigentlich wäre der Weg laut meiner Planung und laut Komoot, wo ja auch Radwege eingetragen sind, links abgebogen, aber da war irgendwie, sah nicht nach Waldweg aus, nach Radweg. Ah, hier geht es jetzt ab, da wurde wohl der Weg verlegt. Naja, jedenfalls ist jetzt hier nicht mehr asphaltiert, sondern wieder ein Waldweg. Ich habe meinen Weg wieder und Komoot ist auch glücklich. Ja, super. Meine Bank.
Gerade eben bin ich in Würzbach an einem alten Gasthof vorbeigefahren. Da stand auf so einem verwitterten Holzschild: Fremdenzimmer, hauseigene Schlachtung. Da gehen mir schon wieder die Gedanken im Kopf rum. Ich glaube, ich habe so viele Mittelalter-Romane gelesen. Geht es euch auch so oder wie seht ihr das bei diesen Schildern? Mir fällt immer irgendwie so was Komisches auf. Noch ein kurzes Streckenupdate. Es ist 13:30 Uhr. Bin kurz nach Würzbach, habe 28 Kilometer hinter mir und noch 38 Kilometer vor mir. Ich habe halt für den ersten Teil ziemlich lange gebraucht, weil es halt sehr viel Steigungen hatte. Ich denke, der zweite Teil, der geht jetzt schneller. Wieso geht in die Richtung, in die ich fahren will, kein Schild? Die Wege hier sind echt schön. Man fährt immer wieder durch andere Wälder durch, also mal Nadelwald, Mischwald. Ja, allerdings doch ein bisschen anstrengend für mich mit diesen geschotterten Wegen mit dem Grasmittelstreifen. Ich will nicht jammern, der Nordostseekanal war viel schlimmer, weil da die Spurbreiten zu schmal waren für mich. Hier passt's. Aber ihr müsst bedenken, ich habe 3 Spuren. Das macht es ein bisschen anstrengend, weil man ziemlich konzentriert fahren muss immer. Oh, da ist ein Campingplatz. Ich komme mal wieder in eine Zivilisation. Das heißt, der Weg müsste demnächst irgendwie enden und es geht irgendwie anders weiter. 200 Meter später. Straße. Ich bin gerade durch Engelsbrand durchgefahren. Schöner Ort, ein paar schöne Häuser, aber hat keine Eisdiele. Was steht denn da im Weg? Ein Aussichtsturm. Den habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Ja, da muss ich natürlich hoch.
Wow, was für eine tolle Aussicht. Es ist zwar in der Ferne etwas verschleiert, aber oberhalb von dem Schleier sieht man wieder so ein bisschen die Berge. Hier im Hintergrund, das sind wahrscheinlich, naja, der Pfälzerwald ist es glaube ich nicht, oder doch? Doch, das könnte der Pfälzerwald sein. Sieht aber sehr hoch aus von hier. Jedenfalls in die Richtung liegt Karlsruhe. Das gucke ich mir auf der Karte genauer noch an. Ja, dann haben wir auch in der Richtung der Turmberg. Da war ich mit der Anja gerade am Dienstag, einer Feierabendtour. Dann drehen wir uns mal weiter. Hier gucken wir jetzt Richtung Norden genau. Hier sehen wir im Talkessel, da liegt Pforzheim. Ich kann leider nicht zoomen, aber ihr seht, ziemlich dicht bebaut. Muss eine größere Stadt sein. Dann gehen wir weiter. Dann gucken wir hier nach Osten. Irgendwo soll da jetzt auch ein Fernsehturm sein. Sehe ich aber nicht von hier. Da oben auf dem Berg liegt Grünbach oder Grunbach. So, dann haben wir hier oben Salmbach, das sagt mir jetzt nichts. Aber hier unten im Tal haben wir Engelsbrand, da kommen wir gerade her. Und es ist damit auch Süden. Jo, dann drehen wir uns weiter. Da gibt es hier ein paar Windräder. Wo die dazugehören, weiß ich nicht, aber da ist Westen. Und dann geht es über Ettersbach, was so ein bisschen an den Baumwipfeln da durchblitzt wahrscheinlich. Und da wären wir schon wieder in Karlsruhe zurück. Ja, das ist die Aussicht in die Ferne. Und das ist die Aussicht nach unten. Ganz schön hoch. Das war ja mal eine tolle Zwischenstation. Die Büchenbronner Aussichtsplattform. Ich glaube, so heißt sie. Die hat ein paar Daten, wie hoch die Aussichtsplattform ist und wie viele Meter man da hochsteigt. Das konnte ich mir nicht alles auswendig merken. Ich blende es mal ein. Ja, und ich erkläre diese Plattform nachträglich als Highlight des Tages. Das war wirklich nochmal was ganz Tolles, da in alle Richtungen zu gucken, wo ich den ganzen Tag fast nur Wald gesehen habe. Ja, und in selbigem geht es jetzt wieder nach unten. Irgendwie will ich auch mal wieder zurück zum Campingplatz. Jetzt hat sich ein Stück Holz in meine Mikrofonkabel verheddert. Moment, ich muss mich gerade mal wieder anziehen. So, alles in Ordnung. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert noch, aber das Kabel hat schon einiges durchgemacht, seit ich es habe. Ja, kurzer Zwischenstand. Ich habe 46 Kilometer hinter mir und noch 20 Kilometer vor mir, die jetzt weitestgehend bergab gehen, bis auf kleine Ausnahmen. Juhu, Asphalt! Oha, der Radweg geht durch ein Wildgehege durch. Na, dann schauen wir mal. Ich glaube, die haben alle hitzefrei. Ah, und das war es auch schon wieder. Kein Wild im Gehege. Bitte wenden Sie jetzt. 13% Gefälle.
Neuenbürg, genau da wollen wir jetzt hin. Guckt mal, was da ist. Ich habe sie wiedergefunden. Die Enz. Die ist hier doch ein bisschen größer, als ich sie die letzten Tage gesehen habe. Ja, ich bin auch ein bisschen flussabwärts. Aber heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich bin wieder auf dem Enztalradweg. Klar, wenn man an der Enz entlang fährt. Bin wieder in der prallen Sonne und muss als Resümee der letzten 2 Tage sagen, dass es echt eine gute Wahl war, in die Berge und damit in den Wald zu fahren. Weil auf so Waldwegen im Schatten ist es echt super angenehm. Merke ich jetzt in der Hitze. Wir sind in Neuenbürg. Ich habe Neuenbürg hinter mir gelassen und muss sagen, ich habe mir mehr erhofft von Neuenbürg. Irgendwie alles ziemlich verfallen und ja, nicht wirklich hübsch. Es hat sowas vom Pforzheim, nur in klein. Schade. Tja, nun bin ich wieder an der Enz, auf dem Enztalradweg. Habe noch 5 Kilometer vor mir bis zum Campingplatz. Und dann war es das für heute. Ja, war insgesamt eine sehr schöne Tour. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die beiden großen Touren gestern und heute tatsächlich mache. Bin stolz auf mich. Ja, war ja alles sehr spontan. Ja, dann bleibt nur noch die Rückfahrt morgen bei größter Hitze. Ich glaube 37, 38 Grad sind gemeldet. Vielleicht sollte ich mal nicht so spät losfahren, dass mir von der Hitze ein bisschen was erspart bleibt. Aber das sind, glaube ich, auch nochmal 70 Kilometer, da ich nicht auf direktem Weg nach Hause fahren will, sondern nochmal eine schöne Tour draus machen möchte. Ja, mal gucken, wie das mit dem Wetter und mit mir passt. Ihr werdet es mitbekommen. Dann verabschiede ich mich schon mal und sage bis morgen. Also für mich bis morgen, für euch dauert es natürlich länger.